Lektion 1: Kleidung einkaufen. Hallo Anna, bist du schon einmal online Kleidung einkaufen gegangen? Hallo John. Ja, das habe ich. Es ist praktisch, aber manchmal ist es schwierig, die perfekte Passform zu finden. Das ist wahr. Ich möchte auch sicherstellen, dass die Kleidung von guter Qualität ist. Irgendwelche Tipps? Nun, das Lesen von Kundenrezensionen kann Ihnen eine Vorstellung von der Qualität geben. Überprüfen Sie vor der Bestellung auch die Größentabelle. Guter Punkt. Was ist mit Farben? Ich möchte ein Hemd in einer einzigartigen Farbe kaufen. Sie können den Farbfilter auf der Website verwenden, um Ihre Optionen einzugrenzen. An welche Farbe denkst du? Ich denke darüber nach, mir ein Hemd in Burgunderrot zuzulegen. Es ist eine satte, tiefrote Farbe. Burgund ist eine gute Wahl. Es passt gut zu vielen anderen Farben. Es ist vielseitig. Das dachte ich auch. Ich möchte ein Hemd, das ich zu verschiedenen Anlässen tragen kann. Sie können sich für ein klassisches Button-Down-Shirt in Burgunderrot entscheiden. Es kann schick oder lässig angezogen werden. Das ist eine gute Idee. Ich kann es mit Jeans für einen lässigen Look oder mit einer Anzughose für einen formelleren Look tragen. Genau. Es ist immer gut, vielseitige Teile in Ihrem Kleiderschrank zu haben. Ich stimme zu. Also, wenn ich das Shirt gefunden habe, das mir gefällt, wie bestelle ich online? Normalerweise legen Sie den Artikel in Ihren Warenkorb und gehen zur Kasse. Anschließend geben Sie Ihre Versand- und Zahlungsdaten ein. In Ordnung, ich werde es versuchen. Danke für den Rat. Lektion 2: Reisen ins Ausland. Hey Anna, bist du schon einmal ins Ausland gereist? Ich plane eine Reise und könnte einen Rat gebrauchen. Hallo John. Ja, ich bin in ein paar verschiedene Länder gereist. Wo planst du hinzugehen? Ich denke darüber nach, Europa zu besuchen. Ich möchte verschiedene Kulturen erkunden und berühmte Sehenswürdigkeiten sehen. Das klingt unglaublich. Europa hat so viel zu bieten. Welche Länder stehen auf Ihrer Liste? Ich denke über Frankreich, Italien und Spanien nach. Sie haben eine reiche Geschichte und eine wunderschöne Architektur. Tolle Auswahl. Jedes Land hat seine eigenen einzigartigen Attraktionen. Planen Sie, mehrere Städte zu besuchen? Ja, ich möchte das Beste aus meiner Reise machen. Ich denke darüber nach, in Paris, dann in Rom und schließlich in Barcelona zu beginnen. Das klingt nach einer abgerundeten Reiseroute. Stellen Sie sicher, dass Sie die Visabestimmungen für jedes Land überprüfen. Wird reichen. Ich muss auch eine Unterkunft buchen. Irgendwelche Empfehlungen, wo man übernachten kann? Das hängt von Ihrem Budget und Ihren Vorlieben ab. Sie können zwischen Hotels, Hostels oder sogar Ferienwohnungen wählen. Ich bevorzuge etwas Erschwingliches, aber Bequemes. Vielleicht ein Hotel oder ein nettes Hostel. Suchen Sie online nach Bewertungen und Bewertungen, um sich ein Bild von der Qualität und dem Service zu machen. Es kann Ihnen helfen, die perfekte Passform zu finden. Gute Idee. Ich werde ein paar Nachforschungen anstellen. Was ist mit dem Transport zwischen Städten?
In Europa sind Züge ein beliebtes und bequemes Transportmittel. Sie können Sie problemlos zwischen Städten bringen. Das klingt nach einer großartigen Option. Ich würde gerne die Landschaft auf Reisen sehen. Zugreisen können sehr malerisch sein. Es ist eine wunderbare Art, die Schönheit Europas zu erleben. Ich freue mich auf diese Reise. Danke für all deine Hilfe. Lektion 3: Gesundes Essen. Hallo Anna, ich versuche mich gesünder zu ernähren. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hallo John, das ist ein großartiges Ziel. Ein Tipp ist, mehr Obst und Gemüse in Ihre Ernährung aufzunehmen. Das macht Sinn. Gibt es bestimmte Obst- und Gemüsesorten, die besonders gesund sind? Beeren wie Blaubeeren und Erdbeeren sind voller Antioxidantien. Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl sind ebenfalls nahrhaft. Ich werde sicherstellen, dass ich sie zu meiner Einkaufsliste hinzufüge. Was ist mit Snacks? Ich neige dazu, viel zu naschen. Anstatt nach ungesunden Snacks zu greifen, können Sie gesündere Alternativen wie Nüsse, Samen oder Joghurt wählen. Das ist eine gute Idee. Ich werde einige davon griffbereit haben, wenn ich zwischendurch Hunger bekomme. Ein weiterer Tipp ist, den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken. Es hilft, Sie hydratisiert zu halten und kann Heißhungerattacken eindämmen. Ich mache es mir zur Gewohnheit, mehr Wasser zu trinken. Irgendwelche Vorschläge für gesündere Mahlzeiten? Entscheiden Sie sich für magere Proteine wie Hühnchen, Fisch oder Tofu. Fügen Sie Vollkornprodukte wie braunen Reis oder Quinoa hinzu und vergessen Sie nicht, gesunde Fette wie Avocado oder Olivenöl zu verwenden. Klingt köstlich. Ich werde versuchen, sie in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Was ist mit Portionsgrößen? Achten Sie auf die Portionsgrößen. Es ist leicht, zu viel zu essen, besonders bei größeren Portionen. Nutze Lektion 4: Zeitmanagement. Hey Anna, ich hatte Probleme damit, meine Zeit effektiv zu verwalten. Irgendein Rat? Hallo John, Zeitmanagement kann eine Herausforderung sein, aber es gibt ein paar Strategien, die helfen können. Hast du versucht, einen Zeitplan zu erstellen? Ich habe noch nie wirklich einen Zeitplan erstellt. Wie würde das helfen? Ein Zeitplan hilft Ihnen dabei, Zeit für verschiedene Aufgaben und Aktivitäten einzuplanen. Es gibt Ihnen einen klaren Plan für den Tag. Das macht Sinn. Wie fange ich an, einen Zeitplan zu erstellen? Führen Sie zunächst alle Aufgaben auf, die Sie erledigen müssen. Weisen Sie dann jeder Aufgabe je nach Priorität bestimmte Zeitfenster zu. Ich probiere es mal aus. Was ist mit Ablenkungen? Ich lasse mich leicht ablenken. Es ist wichtig, Ablenkungen zu minimieren. Versuche, einen eigenen Arbeitsbereich einzurichten und Benachrichtigungen auf deinem Telefon oder Computer auszuschalten. Gute Idee. Ich werde eine ablenkungsfreie Umgebung schaffen, um konzentriert zu bleiben. Was ist, wenn unerwartete Dinge auftauchen? Planen Sie in Ihrem Zeitplan etwas Pufferzeit ein, um unerwartete Aufgaben oder Unterbrechungen zu berücksichtigen. Es hilft Ihnen, flexibel zu bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Ich werde sicherstellen, dass die Pufferzeit in meinen Zeitplan aufgenommen wird. Irgendwelche anderen Tipps?
Teilen Sie größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile auf. Dadurch sind sie weniger überwältigend und einfacher zu bewältigen. Das ist ein toller Tipp. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn sich die Aufgaben erreichbar anfühlen. Danke. Lektion 4: Effektive Kommunikation. Hallo Anna, ich möchte meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John, effektive Kommunikation ist wichtig. Ein Tipp ist, der Person, mit der Sie sprechen, aktiv zuzuhören. Wie kann ich ein besserer Zuhörer sein? Schenken Sie Ihre volle Aufmerksamkeit, halten Sie Augenkontakt und vermeiden Sie Unterbrechungen. Zeigen Sie, dass Sie an der Konversation beteiligt sind. Ich werde daran arbeiten, in Gesprächen präsenter zu sein. Wie wäre es, klar und selbstbewusst zu sprechen? Übe, langsam zu sprechen und deine Worte auszusprechen. Machen Sie bei Bedarf Pausen und verwenden Sie Körpersprache, um Selbstvertrauen zu vermitteln. Ich werde versuchen, klarer und selbstbewusster zu sprechen. Was ist, wenn ich bei Gesprächen nervös werde? Es ist normal, nervös zu sein, besonders in ungewohnten Situationen. Atme tief durch und erinnere dich daran, ruhig und gelassen zu bleiben. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Irgendwelche Tipps, um Ihre Gedanken effektiv zu vermitteln? Organisieren Sie Ihre Gedanken, bevor Sie sprechen, und verwenden Sie eine präzise Sprache. Achten Sie auf Ihren Ton und berücksichtigen Sie die Perspektive der anderen Person. Das ist ein hilfreicher Rat. Ich werde daran arbeiten, mich effektiver auszudrücken. Danke. Lektion 5: Pläne für ein Picknick am Sonntag. Hallo Anna, wie ist das Wetter an diesem Sonntag? Draußen sieht es sonnig aus. Hallo John, es ist in der Tat ein wunderschöner Tag. Sollen wir am Sonntag ein Picknick machen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Wo sollen wir unser Picknick machen? Wie wäre es mit dem Park in der Nähe des Sees? Es hat eine schöne Aussicht und viel Platz zum Entspannen. Das klingt perfekt. Um wie viel Uhr sollten wir uns im Park treffen? Treffen wir uns gegen Mittag. So können wir gemütlich zu Mittag essen und den Nachmittag genießen. Hört sich gut an. Was sollen wir für das Picknick mitbringen? Wir sollten ein paar Sandwiches, Obst und Snacks einpacken. Und vergiss nicht eine Decke zum Sitzen. Hervorragend. Ich bringe auch eine Kühlbox mit erfrischenden Getränken mit. Was ist mit ein paar Spielen im Freien? Das ist eine lustige Idee. Wir können einen Frisbee oder einen Fußball mitbringen, um ein paar Spiele zu spielen, während wir dort sind. Toller Vorschlag. Es wird zum Vergnügen des Picknicks beitragen. Sollen wir noch jemanden einladen, sich uns anzuschließen? Es liegt an dir. Wenn du Freunde hast, die mitmachen möchten, kannst du sie auch einladen. Ich werde ein paar Freunde fragen, ob sie verfügbar sind. Je mehr, desto besser. Müssen wir sonst noch etwas planen? Bringen Sie einfach Sonnencreme und Hüte mit, um uns vor der Sonne zu schützen. Sicherheit geht vor. Absolut. Sonnenschutz ist unerlässlich. Ich werde alle daran erinnern, ihre Sonnencreme mitzubringen. Ich freue mich sehr auf unser Picknick.
Lektion 6. Der romantischste Film. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit romantische Filme gesehen? Hallo John. Ja, ich habe kürzlich The Notebook gesehen. Es war unglaublich romantisch. Oh, ich habe tolle Dinge über den Film gehört. Was glaubst du, macht es so romantisch? Nun, die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren ist greifbar, und die Geschichte selbst ist ziemlich herzerwärmend. Das klingt wunderbar. Ich bin ein Fan von romantischen Komödien. Hast du Schlaflos in Seattle gesehen? Ja, habe ich. Das ist ein Klassiker. Die Art und Weise, wie sich die Charaktere durch das Schicksal begegnen, ist wirklich bezaubernd. Absolut. Es ist eine perfekte Mischung aus Humor und Romantik. Welche anderen romantischen Filme empfiehlst du? La La Land ist ein weiterer wunderschöner Film. Die Musik, der Tanz und die bittersüße Liebesgeschichte machen ihn unvergesslich. Ich stimme vollkommen zu. Die Musik in diesem Film ist fantastisch. Es verleiht der Geschichte eine zusätzliche Emotionsebene. Wenn Sie historische Dramen mögen, sollten Sie sich Stolz und Vorurteil unbedingt ansehen. Die Liebesgeschichte zwischen Elisabeth und Mr. Darcy ist zeitlos. Ah, ja. Darüber habe ich auch tolle Dinge gehört. Ich sollte es auf jeden Fall zu meiner Watchlist hinzufügen. Ein weiterer Klassiker ist Casablanca. Die Romanze zwischen Rick und Ilsa ist ikonisch, und der Film hat einige unvergessliche Zeilen. Ich sehe dich an, Junge, diese Zeile ist legendär. Ich werde es mir bald ansehen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Es ist ein Meisterwerk. Gibt es noch andere romantische Filme, die du empfehlen würdest? Eines, das mir in den Sinn kommt, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es ist eine einzigartige Interpretation von Liebe und Erinnerungen. Das ist eine interessante Wahl. Ich habe gehört, dass es zum Nachdenken anregt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Die Auftritte von Jim Carrey und Kate Winslet sind hervorragend. Ich vertraue deiner Empfehlung. Ich füge es meiner Liste hinzu. Danke. Du bist willkommen. Viel Spaß bei deinem Filmmarathon. Lass uns später darüber sprechen und unsere Favoriten besprechen. Lektion 7. Sicherung unseres Aufenthalts und Planung von Aktivitäten. Hallo Anna, denkst du, es ist möglich, unseren Aufenthalt im Hotel für die gesamte Dauer unserer Reise zu sichern? Hallo John, ich glaube, es ist eine gute Idee, unseren Aufenthalt im Voraus zu sichern, um Komplikationen in letzter Minute zu vermeiden. Das macht Sinn. Lassen Sie uns das Hotel für die gesamte Dauer unserer Reise buchen, um einen stressfreien Aufenthalt zu gewährleisten. Einverstanden. Es ist besser, alles vorher geklärt zu haben. Übrigens, hast du darüber nachgedacht, welche Aktivitäten wir planen sollten? Ja, ich denke, es ist wichtig, eine Liste von Aktivitäten zu haben, um das Beste aus unserer Reise herauszuholen. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit einem Besuch einiger historischer Sehenswürdigkeiten und Museen? Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas über die lokale Kultur zu erfahren. Das ist eine fantastische Idee. Die Erkundung der Geschichte und des Erbes des Ortes wird unsere Erfahrung bereichern. Wir sollten auch in Betracht ziehen,
lokale Küche zu probieren. Es ist immer aufregend, neue Geschmacksrichtungen und Gerichte zu probieren. Unbedingt. Essen spielt eine wichtige Rolle beim Verständnis der Kultur eines Ortes. Lassen Sie uns eine Liste der lokalen Restaurants erstellen, die Sie ausprobieren können. Wir könnten auch einige Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder die Erkundung der nahegelegenen Naturschutzgebiete planen. Exzellenter Vorschlag. Die Verbindung mit der Natur und das Genießen von Outdoor-Abenteuern werden unserer Reise ein aufregendes Element verleihen. Vergiss die Entspannung nicht. Es ist wichtig, dass Sie sich während unseres Urlaubs etwas Zeit nehmen, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Du hast recht. Wir sollten Spa-Behandlungen oder Strandbesuche einbeziehen, um sicherzustellen, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktivität und Entspannung haben. Und lassen Sie uns nicht die Möglichkeit übersehen, an lokalen Veranstaltungen oder Festivals teilzunehmen, die während unseres Aufenthalts stattfinden. Das ist ein gutes Argument. Wenn wir die lokalen Feste erleben, erhalten wir einen Einblick in die lebendige Kultur des Ortes. Schließlich sollten wir unvoreingenommen bleiben und offen sein für spontane Abenteuer und Entdeckungen auf dem Weg dorthin. Absolut. Flexibel zu sein und unerwartete Möglichkeiten zu nutzen, wird unsere Reise noch unvergesslicher machen. Ich freue mich sehr auf unsere Reise. Es wird eine unglaubliche Erfahrung sein. Ich auch. Ich freue mich darauf, unseren Aufenthalt zu sichern und diese fantastischen Aktivitäten zu planen. Machen wir es zu einer unvergesslichen Reise. Lektion 8: Landschaften, Ruinen und Indonesien. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit atemberaubende Landschaften gesehen oder antike Ruinen besucht? Hallo John, ja, ich habe Indonesien im Auge behalten. Es hat atemberaubende Landschaften und faszinierende antike Ruinen. Das klingt unglaublich. Welche spezifischen Landschaften in Indonesien haben Ihre Aufmerksamkeit erregt? Die Reisterrassen auf Bali sind einfach faszinierend. Das üppige Grün vor dem Hintergrund der Berge ist atemberaubend. Ich habe Bilder von diesen Terrassen gesehen und sie sehen wirklich umwerfend aus. Bali ist in der Tat ein Paradies. Ein weiterer Ort mit bemerkenswerten Landschaften ist die Insel Komodo. Die zerklüfteten Küsten und das türkisfarbene Wasser sind postkartenwürdig. Ich habe dort von den Komodowaranen gehört, aber ich wusste nicht, dass die Landschaften genauso faszinierend sind. Absolut. Indonesien ist eine Fundgrube an Naturwundern. Mount Bromo ist ein weiterer Ort, der für seine spektakulären Landschaften bekannt ist. Ah, ja. Der Blick auf den Sonnenaufgang über dem schwelenden Vulkan muss ein unvergesslicher Anblick sein. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns jetzt über die antiken Ruinen sprechen. Bist du auf irgendwelche faszinierenden gestoßen? Ja, ich habe kürzlich über den Borobudur-Tempel in Indonesien gelesen. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe mit einer reichen Geschichte. Das ist faszinierend. Die komplizierten Schnitzereien und die schiere Größe des Tempels machen ihn zu einer bemerkenswerten Kulturstätte. Ich habe auch vom Prambanan-Tempel gehört. Es ist ein weiterer beeindruckender Komplex mit wunderschöner Architektur und hinduistischen Einflüssen. Die antiken Ruinen Indonesiens geben einen Einblick in sein reiches kulturelles Erbe. Es ist eine perfekte Mischung aus Geschichte und Kunst. Absolut.
Diese Ruinen zu erkunden wäre wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Es ist eine Gelegenheit, die Vergangenheit kennenzulernen und zu schätzen. Indonesien scheint ein Land mit endlosen Schätzen zu sein, die es zu entdecken gilt. Ich kann es kaum erwarten, seine Landschaften zu erleben und die antiken Ruinen zu erkunden. Es steht definitiv auch auf meiner Reisebucketliste. Lassen Sie uns gemeinsam eine Reise planen und die Wunder Indonesiens hautnah erleben. Das klingt nach einem unglaublichen Abenteuer. Machen wir es möglich und schaffen wir unvergessliche Erinnerungen. Ich freue mich über die Idee. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und unsere Reise nach Indonesien Wirklichkeit werden lassen. Lektion 9: Online-Kunst und Malpräferenzen. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche beeindruckenden Kunstwerke online gesehen? Hallo John, ja, ich bin in den sozialen Medien und auf Kunstwebsites auf einige tolle Stücke gestoßen. Das ist großartig. Malst du mit Öl oder Acryl? Ich bin neugierig auf dein bevorzugtes Medium. Ich bevorzuge Acrylfarben. Sie trocknen schneller und sind im Vergleich zu Ölen einfacher zu verarbeiten. Was ist mit dir? Ich habe beide ausprobiert, aber ich tendiere zu Ölen. Ich mag den Reichtum und die Mischbarkeit von Ölfarben. Das ist interessant. Jedes Medium hat seine einzigartigen Eigenschaften und Techniken, die es zu erforschen gilt. Absolut. Malerei ist eine vielseitige Ausdrucksform, die es Künstlern ermöglicht, mit verschiedenen Medien und Stilen zu experimentieren. Es ist faszinierend, wie Künstler durch ihre Kunstwerke ihre Emotionen vermitteln und Geschichten erzählen können. In der Tat. Kunst hat die Kraft, Emotionen hervorzurufen und Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu verbinden. Und mit Online-Plattformen können Künstler ein globales Publikum erreichen und Feedback von Kunstbegeisterten auf der ganzen Welt erhalten. Das ist wahr. Das Internet hat Künstlern neue Möglichkeiten eröffnet, ihr Talent unter Beweis zu stellen und mit anderen Kreativen in Kontakt zu treten. Es ist inspirierend zu sehen, wie Künstler aus verschiedenen Teilen der Welt ihre einzigartigen Perspektiven und Techniken teilen. Online-Kunstgemeinschaften bieten auch Möglichkeiten zum Lernen und Wachstum durch Tutorials und Diskussionen. Absolut. Künstler können neue Techniken erlernen, sich inspirieren lassen und konstruktive Kritik erhalten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Es ist eine fantastische Möglichkeit, mit anderen Künstlern in Kontakt zu treten und Teil einer unterstützenden kreativen Community zu sein. Und für Kunstliebhaber ist es eine Fundgrube an visuellem Vergnügen mit einer Vielzahl von Kunstwerken, die es zu entdecken und zu schätzen gilt. Auf jeden Fall. Online-Plattformen haben Kunst zugänglicher gemacht und die Kunstwelt in gewissem Maße demokratisiert. Es ist wunderbar zu sehen, wie Technologie die Kunstlandschaft verändert hat und Künstler und Enthusiasten auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Ich stimme zu. Es ist eine aufregende Zeit, Teil der Kunstwelt zu sein, sowohl als Künstler als auch als Kunstliebhaber. Lektion 10: Hotelausstattung und Gästekomfort. Hallo Anna, warst du schon einmal in einem Hotel, das seinen Gästen wunderbare Annehmlichkeiten bot? Hallo John, ja, ich habe einige Hotels erlebt, die alles daran setzen, den Aufenthalt ihrer Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Das ist toll zu hören. Ich weiß es immer zu schätzen, wenn Hotels der Zufriedenheit der Gäste Priorität einräumen.
Absolut. Eines der kleinen, aber wichtigen Details ist die Bereitstellung von Handtüchern und Wasser in den Zimmern. Es ist eine nachdenkliche Geste. Ich stimme zu. Nach einem langen Reise- oder Erkundungstag ist es so erfrischend, frische Handtücher und eine Flasche Wasser griffbereit zu haben. Es sind diese kleinen Details, die einen Hotelaufenthalt angenehmer und bequemer machen. Auf jeden Fall. Ich schätze es auch, wenn Hotels eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie ein Fitnesscenter oder einen Swimmingpool anbieten. Der Zugang zu solchen Einrichtungen ermöglicht es den Gästen, ihre Fitnessroutine beizubehalten oder nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Absolut. Es ist schön, während Ihres Aufenthalts Möglichkeiten zur Entspannung und Erholung zu haben. Ein weiterer Aspekt, der zu einem angenehmen Hotelerlebnis beiträgt, ist die Qualität der Bettwäsche. In der Tat. Ein bequemes Bett und weiche Bettwäsche können einen erheblichen Unterschied für einen erholsamen Schlaf ausmachen. Für Hotels ist es wichtig, dem Komfort der Gäste Priorität einzuräumen, da eine gute Erholung für einen angenehmen Aufenthalt entscheidend ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ein gut ausgeruhter Gast hat mit größerer Wahrscheinlichkeit einen positiven Eindruck vom Hotel. Neben dem körperlichen Komfort ist auch die Bereitstellung von Annehmlichkeiten wie Toilettenartikeln und einem Haartrockner im Badezimmer wichtig. Absolut. Es erspart den Gästen das Packen dieser Gegenstände und erhöht den Komfort ihres Aufenthalts. Und vergessen wir nicht die Verfügbarkeit von Wi-Fi. In diesem digitalen Zeitalter ist ein zuverlässiger Internetzugang für viele Reisende unerlässlich. Das ist wahr. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, eine stabile Internetverbindung ist entscheidend, um in Verbindung zu bleiben und auf Informationen zuzugreifen. Insgesamt sorgen Hotels, die den Komfort der Gäste in den Vordergrund stellen und durchdachte Annehmlichkeiten bieten, für ein positives und unvergessliches Erlebnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es sind diese zusätzlichen Details, die einen Hotelaufenthalt wirklich außergewöhnlich machen. In der Tat. Es ist immer eine Freude, ein Hotel zu finden, das sich ins Zeug legt, um die Zufriedenheit der Gäste zu gewährleisten. Absolut. Hoffen wir, dass immer mehr Hotels dem Komfort der Gäste Priorität einräumen und wunderbare Annehmlichkeiten bieten. Lektion 11: Fernweh und Reiseträume. Hallo Anna, bist du schon einmal auf eine Region gestoßen, die so aufregend klingt, dass sie sofort dein Fernweh geweckt hat? Hallo John, absolut. Es gibt so viele Regionen auf der Welt, von deren Erkundung ich träume. Das ist wunderbar. Haben Sie über die Länder nachgedacht, die Sie in diesen Regionen besuchen möchten? Ja, auf jeden Fall. Ein Land, das mich schon immer fasziniert hat, ist Japan. Die Mischung aus Tradition und Moderne ist faszinierend. Japan ist in der Tat ein bemerkenswertes Reiseziel. Die reiche Kultur, die atemberaubenden Landschaften und die köstliche Küche machen es zu einem Muss. Ich stimme zu. Ein anderes Land, das mich fasziniert, ist Brasilien. Die pulsierenden Festivals, die schönen Strände und der Amazonas-Regenwald sind verlockend. Brasilien steht auch auf meiner Reiseliste. Die Vielfalt seiner Landschaften und der Rhythmus seiner Musik und Tänze sind unglaublich verlockend. Absolut. Es ist erstaunlich,
wie verschiedene Regionen so einzigartige Erlebnisse bieten und unsere Fantasie anregen können. Das ist das Schöne am Reisen. Jedes Land hat seinen eigenen Charme und seine eigene Faszination und wartet darauf, entdeckt zu werden. In der Tat. Es ist wirklich bereichernd, neue Kulturen zu erkunden, lokale Küchen auszuprobieren und in die Traditionen eines fremden Landes einzutauchen. Es erweitert unsere Perspektive und vertieft unser Verständnis der Welt, in der wir leben. Absolut. Es ist faszinierend, etwas über die Geschichte, Bräuche und Traditionen verschiedener Länder und ihrer Menschen zu erfahren. Und vergessen wir nicht die Naturwunder, die es auf der ganzen Welt gibt. Die majestätischen Berge, kaskadierenden Wasserfälle und ruhigen Seen. Die Natur fasziniert unsere Herzen und erinnert uns an die Schönheit und das Wunder, die uns umgeben. Das ist so wahr. Die Natur hat eine Art, uns zu demütigen und uns mit Ehrfurcht und Inspiration zu erfüllen. In der Tat. Kein Wunder, dass Reisen eine so beliebte Beschäftigung ist. Es ermöglicht uns, uns mit der Welt zu verbinden und lebenslange Erinnerungen zu schaffen. Absolut. Die Welt ist voller Wunder, und der Wunsch, sie zu erkunden und zu erleben, treibt unser Fernweh an. Hoffen wir, dass wir unsere Reiseträume erfüllen und in naher Zukunft unvergessliche Abenteuer erleben können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Auf neue Reisen und darauf, die Schönheit unserer Welt zu genießen. Lektion 12: Budgetfreundliche Auffrischung zu Hause. Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps, wie du dein Zuhause frisch und einladend gestalten kannst, ohne zu viel Geld auszugeben? Hallo John, absolut. Es gibt viele budgetfreundliche Möglichkeiten, Ihrem Zuhause ein neues Aussehen zu verleihen und eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Das ist toll zu hören. Ich liebe es, einfache und erschwingliche Wege zu finden, um meinen Wohnraum zu verschönern. Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit besteht darin, Ihre Möbel neu anzuordnen. Manchmal kann ein neuer Grundriss einen Raum komplett verändern. Das ist eine tolle Idee. Es ist erstaunlich, wie ein neues Arrangement einem Raum eine ganz neue Perspektive geben kann. Ein weiterer Tipp ist, Ihre Sachen zu entrumpeln und zu organisieren. Ein sauberer und aufgeräumter Raum fühlt sich sofort einladender an. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unnötige Gegenstände wegzuräumen und geeignete Aufbewahrungslösungen zu finden, kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Und unterschätzen Sie nicht die Kraft eines frischen Anstrichs. Sie kann jedem Raum neues Leben einhauchen. Farbe ist eine kostengünstige Methode, um das Erscheinungsbild Ihres Zuhauses zu verbessern. Außerdem können Sie Farben wählen, die Ihrem Stil entsprechen. Eine weitere kostengünstige Möglichkeit, Charme zu verleihen, ist die Verwendung von Zimmerpflanzen. Sie beleben nicht nur den Raum, sondern verbessern auch die Luftqualität. Ich liebe die Idee, Pflanzen drinnen zu haben. Sie bringen ein Gefühl von Natur und Frische in jeden Raum. Apropos Natur. Durch das Einbringen von natürlichem Licht kann sich ein Raum heller und einladender anfühlen. Das ist wahr. Das Öffnen von Vorhängen oder Jalousien während des Tages kann eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Zusätzlich können Sie Ihre Dekokissen austauschen oder Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer neue hinzufügen. Das Auswechseln der Kissen ist eine einfache Möglichkeit, neue Farben oder Muster einzuführen und Ihrem Raum ein schnelles Update zu verleihen.
Eine andere Idee ist, Kunstwerke oder Fotos an die Wände zu hängen. Es verleiht jedem Raum Persönlichkeit und visuelles Interesse. Ich stimme zu. Kunstwerke können ein Gesprächsstarter sein und ihren Geschmack und Stil widerspiegeln. Vergessen Sie nicht zuletzt die Kraft des Duftes. Das Anzünden einer Duftkerze oder die Verwendung von ätherischen Ölen kann eine gemütliche und einladende Atmosphäre schaffen. Das ist ein toller Vorschlag. Ein angenehmer Duft kann dazu führen, dass sich ein Raum entspannender und einladender anfühlt. Es geht darum, kleine, erschwingliche Änderungen zu finden, die einen großen Einfluss auf das allgemeine Erscheinungsbild Ihres Hauses haben. Absolut. Ich liebe die Idee, dass sich mein Zuhause frisch und einladend anfühlt, ohne das Budget zu sprengen. Es ist ein lustiger und kreativer Prozess, und das Beste daran ist, dass Sie ihn an Ihren persönlichen Stil und Ihre Vorlieben anpassen können. Ich freue mich darauf, einige dieser Ideen umzusetzen und meinem Zuhause eine budgetfreundliche Auffrischung zu verleihen. Ich bin sicher, dein Zuhause wird fantastisch aussehen. Genießen Sie den Prozess und genießen Sie die gemütliche und einladende Atmosphäre, die Sie schaffen. Ich danke dir. Ich freue mich über Ihre Tipps und Ermutigung. Auf ein frisches und einladendes Zuhause mit kleinem Budget. Lektion 13: Sich erholen und Routine aufbauen. Hallo Anna, hattest du schon einmal einen Moment, in dem du deine Routine verloren hast und langsam anfangen musstest, um sie wieder aufzubauen? Hallo John. Absolut, das passiert den Besten von uns. Manchmal bringt uns das Leben aus der Bahn und wir müssen unseren Weg zurückfinden. Ich kann das nachvollziehen. Es kann schwierig sein, wieder in eine Routine zurückzukehren, wenn man sie einmal verlassen hat. Auf jeden Fall. Der Schlüssel ist, langsam anzufangen und geduldig mit sich selbst zu sein. Kleine Schritte können zu großen Fortschritten führen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, dass du dich nicht überforderst, indem du zu früh versuchst, zu viel zu tun. Exakt. Wenn Sie sich erreichbare Ziele setzen und Ihre Anstrengungen schrittweise steigern, können Sie Ihre Routine wiedererlangen. Eine Strategie, die für mich funktioniert hat, besteht darin, meine Aufgaben zu priorisieren und mich zuerst auf die wichtigsten zu konzentrieren. Das ist ein guter Ansatz. Indem Sie die wesentlichen Aufgaben angehen, können Sie das Gefühl der Kontrolle wiedererlangen und Dynamik aufbauen. Ich finde es auch hilfreich, einen konsistenten Zeitplan aufzustellen. Wenn Sie für bestimmte Aktivitäten feste Zeiten haben, kann dies Ihren Tag strukturieren. Absolut. Ein gut geplanter Zeitplan bietet einen Rahmen für Ihre Routine und hilft Ihnen, organisiert zu bleiben. Ein weiterer Tipp ist, mit Aktivitäten zu beginnen, die Ihnen Spaß machen. Dies kann den Prozess der Rückkehr in eine Routine angenehmer machen. Das ist wahr. Das Einbeziehen von Aktivitäten, die Ihnen Glück und Erfüllung bringen, kann Sie motivieren, an Ihrer Routine festzuhalten. Und vergiss nicht, auf dem Weg nett zu dir selbst zu sein. Erkenne deine Fortschritte an und feiere kleine Siege. Selbstmitgefühl ist entscheidend. Denken Sie daran, dass der Aufbau einer Routine Zeit und Mühe erfordert und es in Ordnung ist, Rückschläge zu erleiden. Absolut. Das ist alles Teil der Reise. Machen Sie sich den Prozess zu eigen und machen Sie weiter, auch wenn er langsam abläuft. Und zögern Sie nicht, um Unterstützung zu bitten, wenn Sie diese benötigen. Freunde, Familie oder sogar ein Mentor können Sie beraten und ermutigen.
Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie sich mit einem Unterstützungssystem umgeben, kann dies den Wiederaufbau Ihrer Routine erleichtern. Letztlich geht es um Ausdauer und Konsequenz. Erscheinen Sie immer wieder, auch an Tagen, an denen es sich schwierig anfühlt. Bleiben Sie engagiert und denken Sie daran, dass jeder Tag eine Gelegenheit ist, Fortschritte zu machen und Ihrer Routine näher zu kommen. Exakt. Mit Zeit und Hingabe findest du wieder in einem Rhythmus, der für dich funktioniert. Ich danke dir. Ihre Erkenntnisse und Ihre Ermutigung sind wirklich wertvoll. Auf Wiedersehen und den Aufbau einer erfüllenden Routine. Lektion 14: Speiseempfehlungen. Hallo Anna, hast du das neue italienische Restaurant in der Innenstadt probiert? Ich habe gehört, dass Ihre Spaghetti Carbonara wirklich gut sind. Hallo John. Ja, ich war dort und ich kann bestätigen, dass Ihre Carbonara köstlich ist. Die cremige Sauce ist perfekt. Das klingt unglaublich. Ich bin immer auf der Suche nach einem tollen Nudelgericht. Haben Sie noch weitere Empfehlungen auf Ihrer Speisekarte? Unbedingt. Ihre Lasagne ist auch ein Publikumsliebling. Es ist mit reichhaltiger Tomatensauce, Käse und würzigem Rinderhackfleisch überzogen. Oh, Lasagne ist einer meiner absoluten Favoriten. Ich werde es auf jeden Fall versuchen müssen. Gibt es noch andere Gerichte, die du empfehlen würdest? Probieren Sie auf jeden Fall Ihre Margherita-Pizza. Die Kruste ist dünn und knusprig und die Kombination aus frischen Tomaten, Mozzarella und Basilikum ist einfach göttlich. Ich bin ein großer Fan von Margherita Pizza. Es ist ein Klassiker, der niemals enttäuscht. Was ist mit Vorspeisen oder Vorspeisen? Ihre Bruschetta ist fantastisch. Es ist mit reifen Tomaten, Knoblauch, frischem Basilikum und einem Schuss Balsamico-Glasur belegt. Es ist der perfekte Weg, um Ihre Mahlzeit zu beginnen. Ich liebe Bruschetta. Die Kombination der Aromen ist immer so erfrischend. Haben Sie irgendwelche vegetarischen Optionen? Ja, das tun Sie. Ihr Auberginen-Parmesan ist hervorragend. Es ist perfekt paniert und gebraten, garniert mit Marinara-Sauce und geschmolzenem Käse. Das klingt nach einer guten Wahl für Vegetarier. Ich bin mir sicher, dass es voller Geschmack ist. Was ist mit Desserts? Du musst Ihr Tiramisu probieren. Es ist leicht, cremig und hat die perfekte Balance aus in Kaffee getränkten Löffelbiskuits und Mascarpone-Käse. Tiramisu ist ein klassisches italienisches Dessert. Ich kann einem guten Tiramisu nie widerstehen. Ich reserviere etwas Platz dafür. Sind Reservierungen notwendig? Es ist immer eine gute Idee, eine Reservierung vorzunehmen, besonders zu Spitzenzeiten. Das Restaurant neigt dazu, voll zu sein, also ist Vorsicht besser als Nachsicht. Das ist gut zu wissen. Ich rufe vorher an und sichere mir einen Tisch. Ich freue mich darauf, Ihre Gerichte zu probieren. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das Essen, das Ambiente und der Service sind alle erstklassig. Genießen Sie Ihr kulinarisches Erlebnis. Ich danke dir. Ich freue mich über Ihre Empfehlungen. Ich freue mich darauf, authentische italienische Küche zu genießen. Lektion 15: An einem neuen Ort navigieren. Hallo Anna, siehst du hier irgendwelche Mitarbeiter?
Ich denke, sie könnten uns zu unserem Ziel führen. Hallo John. Ja, ich sehe jemanden dort drüben. Gehen wir auf sie zu und fragen nach dem Weg. Entschuldigung, könnten Sie uns bitte helfen, den Weg zu finden? Wir haben uns ein bisschen verirrt. Hallo, wir versuchen zu Ziel zu kommen. Könnten Sie uns in die richtige Richtung weisen? Vielen Dank für deine Hilfe. Wir wissen das zu schätzen. Ja, danke. Ohne deine Führung wären wir umhergewandert. Das werden wir. Nochmals vielen Dank für Ihre Anweisungen. Hab einen schönen Tag. Ja, danke. Hab einen wundervollen Tag. Anna, es ist toll, dass wir jemanden gefunden haben, der uns führt. Das spart uns viel Zeit und Mühe. Absolut. Um Hilfe zu bitten, wenn wir sie brauchen, ist immer eine kluge Entscheidung. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, die bereit sind, uns an unbekannten Orten zu helfen. Auf jeden Fall. Offen für die Suche nach Rat zu sein, macht die Erfahrung viel reibungsloser. Außerdem ist es eine Gelegenheit, mit Einheimischen zu interagieren und mehr über den Ort zu erfahren, den wir besuchen. Das ist wahr. Es verleiht unserer Reise eine persönliche Note und ermöglicht es uns, mit der Community in Kontakt zu treten. Ich bin dankbar für die Unterstützung des Personals. Dadurch weiß ich die Gastfreundschaft dieses Ortes zu schätzen. Es ist immer schön, freundliche und hilfsbereite Menschen zu treffen. Es hinterlässt einen positiven Eindruck. Absolut. Es gibt einen guten Ton für den Rest unserer Zeit hier an. Machen wir das Beste daraus. Einverstanden. Lasst uns unser Abenteuer an diesem neuen Ort weiter erkunden und genießen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dieses Reiseziel noch für uns bereithält. Ich auch. Lassen Sie uns das Unbekannte umarmen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Absolut. Machen wir das Beste aus dieser Erfahrung und genießen wir jeden Moment. Lektion 16. Zusätzliche Unterstützung suchen. Hallo Anna, glaubst du, wir können zusätzliche Hilfe arrangieren, wenn wir sie brauchen? Hallo John. Ich bin mir sicher, dass wir das können. Es ist immer gut, Support zur Verfügung zu haben, wenn er benötigt wird. Ich stimme zu. Lassen Sie uns fragen, ob es Dienste oder Ressourcen gibt, die wir nutzen können, wenn wir Hilfe benötigen. Entschuldigung, können wir auf irgendeine Weise zusätzliche Hilfe arrangieren, wenn wir sie benötigen? Das ist toll zu wissen. Vielen Dank für die Bereitstellung dieser Informationen. Ja, danke. Es ist beruhigend zu wissen, dass Support jederzeit verfügbar ist. Wir freuen uns über Ihre Hilfe. Es ist gut zu wissen, dass wir uns bei Bedarf auf Ihr Team verlassen können. Absolut. Es ist wichtig, dass wir uns während unseres Besuchs unterstützt fühlen und Ruhe haben. Ich freue mich, dass wir bei Bedarf Zugang zu zusätzlicher Unterstützung haben. Ich fühle mich dadurch wohler. Das gleiche hier. Zu wissen, dass Hilfe nur eine Anfrage entfernt ist beruhigend.
Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und Optionen zur Verfügung zu haben, falls wir auf Herausforderungen stoßen. Auf jeden Fall. Proaktiv zu sein und bei Bedarf Unterstützung in Anspruch zu nehmen, kann einen erheblichen Unterschied machen. Außerdem zeigt es, dass der Ort, den wir besuchen, die Zufriedenheit und das Wohlbefinden seiner Besucher schätzt. Absolut. Es ist ein Zeichen für exzellenten Kundenservice und eine einladende Umgebung. Ich bin dankbar für die Beruhigung und die Bereitschaft, bei Bedarf zusätzliche Hilfe zu leisten. Ich auch. Es verbessert unser Gesamterlebnis und hilft uns, unsere Zeit hier optimal zu nutzen. Denken wir daran, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen, wenn wir in Not geraten. Es ist besser, um Hilfe zu bitten, als alleine zu kämpfen. Absolut. Um Hilfe zu bitten ist ein Zeichen von Stärke und kann zu besseren Ergebnissen führen. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Es ist eine wichtige Erinnerung daran, bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich stimme zu. Es ist immer besser, proaktiv zu sein und für ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis zu sorgen. Danke, dass du dieses Thema mit mir besprochen hast. Es war aufschlussreich und hilfreich. Lektion 17. Austausch von Fitnessroutinen. Hallo Anna, ich habe gehört, du magst Fitness. Das ist großartig. Welche Art von Trainingsroutine folgst du? Hallo John. Ja, ich bleibe gerne aktiv. Derzeit mache ich eine Kombination aus Cardio und Krafttraining. Das klingt interessant. Wie oft nimmst du an deiner Trainingsroutine teil? Ich strebe mindestens 3 bis 4 Sitzungen pro Woche an. Es hilft mir, die Konsistenz aufrechtzuerhalten und Fortschritte zu sehen. Konsistenz ist in der Tat der Schlüssel. Welche spezifischen Übungen nehmen Sie in Ihr Cardio-Training auf? Ich mag es zu vermischen. Ich laufe, radele und schwimme manchmal für meine Cardio-Sitzungen. Das klingt nach einem abgerundeten Ansatz. Was ist mit Krafttraining? Auf welche Übungen konzentrierst du dich? Ich verwende eine Vielzahl von Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze und Gewichtheben, um verschiedene Muskelgruppen anzusprechen. Es ist wichtig, an verschiedenen Muskelgruppen zu arbeiten, um die Gesamtstärke zu erhöhen. Hast du irgendwelche Lieblingsübungen? Ich mache sehr gerne Kreuzheben und Kugelhantelschwinge. Sie fordern mich heraus und bieten ein großartiges Ganzkörpertraining. Das ist großartig. Es ist toll, Übungen zu haben, die dir wirklich Spaß machen. Wie bleibst du motiviert, an deiner Routine festzuhalten? Ich finde Motivation darin, mir Ziele zu setzen und meine Fortschritte zu verfolgen. Es macht mich verantwortlich und motiviert, weiterzumachen. Das Setzen von Zielen und das Nachverfolgen von Fortschritten sind effektive Mittel, um motiviert zu bleiben. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der mit einer Fitnessroutine beginnt? Unbedingt. Fangen Sie klein an und erhöhen Sie allmählich die Intensität oder Dauer. Finden Sie Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen, um sie nachhaltiger zu gestalten. Und vergiss nicht, auf deinen Körper zu hören und ihm die richtige Ruhe zu gönnen. Das sind wertvolle Tipps. Klein anzufangen und dabei Freude zu haben, sind wichtige Faktoren. Wie stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Ruhe und Erholung bekommen?
Ruhe ist entscheidend für das Muskelwachstum und das allgemeine Wohlbefinden. Ich achte darauf, Ruhetage in meine Routine aufzunehmen und lege Wert auf guten Schlaf. Qualitativ hochwertiger Schlaf und Ruhetage werden oft übersehen, spielen aber eine wichtige Rolle. Hast du irgendwelche Lieblingssnacks oder Mahlzeiten nach dem Training? Nach dem Training nehme ich normalerweise einen Proteinshake oder eine ausgewogene Mahlzeit mit magerem Protein, Kohlenhydraten und Gemüse zu mir. Das ist eine kluge Wahl. Es ist wichtig, Ihren Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Wie hältst du deine Fitnessroutine interessant und vermeidest Langeweile? Ich bringe Abwechslung in mein Training, indem ich neue Aktivitäten ausprobiere oder an Gruppenkursen teilnehme. Es hält die Dinge frisch und verhindert Monotonie. Das Ausprobieren neuer Aktivitäten und Gruppenkurse ist eine großartige Möglichkeit, die Dinge spannend zu halten. Danke, dass du deine Fitnessroutine mit uns geteilt hast. Du bist willkommen. Es war nett, mit dir über Fitness zu sprechen. Hast du irgendwelche Fitnessziele oder Routinen, denen du folgst? Ich erforsche immer noch verschiedene Aktivitäten, aber ich möchte mehr Krafttraining in meine Routine integrieren. Ihre Erkenntnisse waren hilfreich. Ich freue mich, dass ich einige Einblicke geben konnte. Ich bin sicher, Sie werden eine Routine finden, die für Sie funktioniert. Viel Glück bei deiner Fitnessreise. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ermutigung. Auf unsere Gesundheits- und Fitnessziele. Lektion 18: Nach Tomaten suchen. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, haben wir auch Tomaten zu Hause? Hallo John. Lass mich nachschauen. Ja, das tun wir. Wir haben ein paar reife Tomaten in der Küche. Das ist großartig. Ich dachte daran, zum Abendessen einen frischen Tomatensalat zuzubereiten. Klingt köstlich. Ein Tomatensalat wäre eine erfrischende und gesunde Wahl. Auf jeden Fall. Ich liebe die lebendigen Farben und Aromen von frischen Tomaten in einem Salat. Es ist eine großartige Möglichkeit, die natürliche Süße und Saftigkeit von Tomaten zu genießen. Absolut. Ich füge auch ein paar Gurken und einen Spritzer Balsamico-Dressing hinzu. Lecker! Die Kombination aus Tomaten, Gurken und Balsamico klingt herrlich. Es ist eine einfache, aber geschmackvolle Kombination. Haben wir noch anderes Gemüse, das gut in den Salat passen würde? Wir haben Paprika und rote Zwiebeln. Sie würden dem Salat eine schöne Knusprigkeit und Würze verleihen. Perfekt. Ich zerhacke ein paar Paprika und schneide die roten Zwiebeln in dünne Scheiben, um sie der Mischung hinzuzufügen. Das klingt nach einer fantastischen Ergänzung. Der Salat wird farbenfroh und voller Nährstoffe sein. In der Tat. Frisches Gemüse macht jedes Gericht nahrhafter und angenehmer. Absolut. Es ist wichtig, eine Vielzahl von Gemüsesorten in unsere Mahlzeiten aufzunehmen. Ich stimme zu. Es stellt sicher, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis von Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen erhalten. Und es verleiht unseren Gerichten auch Textur und Aromen. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, heute Abend den Tomatensalat zu genießen. Es wird eine leckere und gesunde Mahlzeit sein.
Vergessen Sie nicht, einige Kräuter für zusätzlichen Geschmack darüber zu streuen. Guter Punkt. Ich pflücke frisches Basilikum aus unserem Kräutergarten, um den Salat zu garnieren. Frisches Basilikum verleiht ein angenehmes Aroma und verbessert den Gesamtgeschmack. Tolle Idee! Ich danke dir. Ich experimentiere immer gerne mit verschiedenen Geschmacksrichtungen in meiner Küche. So macht Kochen Spaß und Kreativität. Das Ausprobieren neuer Kombinationen macht die Dinge interessant. Absolut. Und es ermöglicht uns, unterwegs neue Favoriten zu entdecken. Gemeinsames Kochen und gemeinsame Mahlzeiten sind eine wunderbare Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine besondere Zeit, um Kontakte zu knüpfen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Gut gesagt. Lassen Sie uns diesen Tomatensalat zu einem köstlichen Teil unseres Abends machen. Ich freue mich. Danke für die Bestätigung, dass wir Tomaten haben. Lass uns mit dem Salat beginnen. Lektion 19. Ängste überwinden und große Schritte unternehmen. Hallo Anna, mir ist kürzlich etwas Unglaubliches passiert. Ich stellte mich meiner größten Angst und machte einen großen Schritt. Hallo John. Das klingt unglaublich. Es kann eine Herausforderung sein, sich unseren Ängsten zu stellen. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher. Ich hatte schon immer Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen, aber kürzlich hatte ich die Gelegenheit, einen Vortrag vor einem großen Publikum zu halten. Wow, das ist in der Tat ein großer Schritt. Wie hast du dich darauf vorbereitet, deine Angst vor öffentlichen Reden zu überwinden? Ich habe mich für einen Kurs zum öffentlichen Reden angemeldet und regelmäßig geübt. Ich habe mir auch vorgestellt, wie ich eine selbstbewusste und ansprechende Präsentation hielt. Das ist ein großartiger Ansatz. Übung und Visualisierung können helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und Ängste abzubauen. Wie verlief die eigentliche Präsentation? Es lief überraschend gut. Als ich anfing zu sprechen, beruhigten sich meine Nerven und ich konnte meine Botschaft effektiv überbringen. Das ist fantastisch zu hören. Das Verlassen unserer Komfortzonen kann zu persönlichem Wachstum und neuen Möglichkeiten führen. Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Ich habe gelernt, dass die Auseinandersetzung mit unseren Ängsten Türen zu Möglichkeiten öffnet, die wir nie für erreichbar gehalten hätten. Es ist befreiend und ermächtigend. Absolut. Die Überwindung unserer Ängste gibt uns ein Erfolgserlebnis und stärkt unser Selbstvertrauen. Irgendwelche Ratschläge für andere, die sich ihren Ängsten stellen? Ich möchte andere ermutigen, ihren Ängsten kleine Schritte entgegenzukommen. Jeder Schritt, egal wie klein, bringt uns näher daran, sie zu überwinden. Kluge Worte. Kleine Schritte ermöglichen es uns, unseren Mut und unsere Widerstandsfähigkeit schrittweise aufzubauen. Gibt es Pläne für die Zukunft, sich Ihren Ängsten weiterhin zu stellen? Auf jeden Fall. Ich möchte mich weiterhin aus meiner Komfortzone herausfordern. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu persönlichem Wachstum und Selbstfindung. Das ist inspirierend. Wenn wir uns kontinuierlich selbst herausfordern, stellen wir sicher, dass wir weiter wachsen und uns weiterentwickeln. Gibt es noch etwas, das du teilen möchtest? Ich möchte alle ermutigen, ihre Ängste anzunehmen und diesen Vertrauensvorschuss zu wagen. Die Belohnungen und das persönliche Wachstum sind es wirklich wert. Ich könnte nicht mehr zustimmen.
Wenn wir unsere Komfortzonen verlassen, passiert die Magie. Danke, dass du deine unglaubliche Reise geteilt hast. Ich danke dir. Es war eine transformative Erfahrung und ich hoffe, sie inspiriert auch andere, sich ihren Ängsten zu stellen.